Letzte Woche haben uns hier mal positive Nachrichten erreicht zur Abwechslung. Wir hatten ja alle schon Costa Rica abgeschrieben als Steuerparadies, aber offensichtlich ist es doch nicht so. Die EU hat angekündigt, dass sie Costa Rica von ihrer Blacklist der Steueroasen gestrichen hat. Gleichzeitig haben wir gehört, dass das Parlament in Costa Rica nun die Steuerreform verabschiedet hat, mit welchem sich dann die EU zufrieden gegeben hat. Aber ganz wichtig, davon sind nur juristische Personen betroffen in Costa Rica, also Firmen in Costa Rica, nicht aber natürliche Personen, die dort leben. Um was ging es nochmal? Also, folgende Ausgangssituation. Costa Rica hat vom IMF, also vom Internationalen Währungsfonds, und von der EU umfangreiche Hilfen bekommen, insbesondere während und nach der Covid-Krise, um hier letztlich mit dem Ausfall an Einnahmen, zum Beispiel durch den Mangel an Tourismus, während der Pandemie hier umgehen zu können. Beide haben aber diese Hilfen abhängig davon gemacht, dass Costa Rica sein Steuersystem reformiert. Insbesondere ein Dorn im Auge waren der EU die sogenannte Territorialbesteuerung, von der sowohl natürliche Personen als auch juristische Personen in Costa Rica Gebrauch machen können. Was heißt das konkret für all die es nicht wissen? Eine Firma in Costa Rica bezahlt nur Steuern auf die Einkünfte, die sie in Costa Rica erzielt. Dabei nicht zu knapp, können bis zu 30% sein. Aber alle Einkünfte, die aus dem Ausland stammen, müssen in Costa Rica nicht versteuert werden. Das war natürlich für die EU und für den IMF ein Problem. Und man erwartet von Costa Rica, dass sie diese Regelung ändern. Und genau das ist nun passiert. Das Parlament hatte schon letztlich im Mai, Juni hier entsprechend eine Gesetzesänderung beschlossen. Zunächst war dann auch die Rede davon, dass natürliche Personen davon betroffen sein sollten, was ja für viele unserer Mandanten, die in Costa Rica leben, fatal wäre. Denn nun müssten auf einmal dann all ihre Auslandseinkünfte versteuert werden. Der Präsident von Costa Rica hatte sich dann geweigert, hier seine Unterschrift zu leisten, hat ein Veto eingelegt. Die genauen Gründe sind nicht so klar, er war auch nicht sehr spezifisch. Dann, was ja dann üblicherweise passiert in der Demokratie, das Ganze geht dann wieder zurück ans Parlament. Und das Parlament kann dann trotz Veto natürlich hier den Präsidenten überstimmen und letztlich ohne präsidiale Unterschrift das Gesetz verabschieden. Und genau das ist hier erreicht worden. Also das Gesetz wurde verabschiedet, EU ist happy, IMF ist happy. Wir sind auch happy, denn bisher sieht es so aus, als wären natürliche Personen nicht von den Regelungen betroffen. Firmen in Costa Rica haben sowieso die wenigsten oder keine Mandanten von uns gegründet. Das heißt, mit dieser Gesetzesänderung kann man gut leben. Allerdings, wir wissen ja, wie das ist in solchen Ländern. Wenn dort einmal sowas begonnen wurde wie eine Steuerreform, dann wird dies möglicherweise auch noch weitergetrieben werden. Das heißt, wer weiß, was kommt. Vielleicht kommt dort in einigen Jahren dann auch eine Steuerreform, die natürliche Personen betrifft und die territoriale Besteuerung in Costa Rica dann letztlich ganz abschafft und auch für natürliche Personen unmöglich macht. Hoffen wir es nicht, aber wir müssen alle den News folgen und im Auge behalten, was hier in Costa Rica passiert. Für den Moment sieht es ganz gut aus. Wir können durchatmen und freuen uns, dass Costa Rica nach wie vor als attraktives Wohnsitzland für die Mandanten zur Verfügung steht, die ihre Steuerlast legal optimieren wollen. Wenn das auch für dich ein Thema ist und du ins Ausland umziehen möchtest, nach Costa Rica oder in irgendein anderes Land, dann lade ich dich ein, unsere Webseite anzuschauen, unsere Videos anzuschauen. Und wenn du der Meinung bist, dass wir dir dabei helfen können, dann buche ein Beratungsgespräch. Wir können eine steuerliche Standortbestimmung machen, die besten Lösungen empfehlen und auch sagen, wo du vielleicht noch was machen musst, um hier nicht große steuerliche Probleme, zum Beispiel in einem Herkunftsland, zu erzeugen. Wir machen seit fast 20 Jahren nichts anderes. Wir haben ein großes Netzwerk an Steuerberatern, Rechtsanwälten und anderen Beratern weltweit, die dich umfassend unter unserer Leitung und Koordination betreuen können. Buch jetzt ein Beratungsgespräch. Link packe ich hier in die Beschreibung rein und freue mich, dich dann im Gespräch zu sehen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor?
Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.